Hallihallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich melde mich heute aus meinem Hotelzimmer in Köln. Hier in Köln finden gerade die Affiliate Days von Internetmarketer Ralf Schmitz statt. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Morgen geht's los. Und wenn ich Zeit habe, werde ich eventuell vielleicht auch ein eigenes kurzes Video noch von den Affiliate Days machen und kurz darüber berichten. Heute soll es aber um ein anderes Thema gehen, nämlich um unser aller Lieblingsthema. Und dreimal dürft ihr raten, welches das ist. Richtig, die DSGVO. Und ja, ich weiß, das Thema nervt furchtbar mittlerweile. Aber es gibt da so einige Punkte in der DSGVO, die man natürlich zu Recht kritisieren kann. Und dann gibt es einige Punkte, die meiner persönlichen Ansicht nach aber teilweise zu Unrecht negativ bewertet sind. Und einer dieser Punkte, das ist beispielsweise das Kopplungsverbot, das sogenannte Kopplungsverbot. Und über das werde ich heute kurz ein Video machen und euch meinen Standpunkt dazu erläutern. Bis gleich. Das Kopplungsverbot, meine Damen und Herren, das Kopplungsverbot ist ein Wort, das in der gesamten DSGVO kein einziges Mal vorkommt. Trotzdem existiert es. Und was konkret ist damit gemeint? Für die meisten von euch wird das Wort Kopplungsverbot möglicherweise im Zusammenhang stehen mit Tätigkeiten im Internet, wenn es beispielsweise darum geht oder ging, dass man dem User früher sogenannte Freebies angeboten hat auf seiner Landingpages, wie beispielsweise kostenlose E-Books oder kostenlose Hörbücher, PDFs, was auch immer, die der User gegen die Bekanntgabe seiner E-Mail-Adresse dann beziehen konnte. Ja, also der User hat seine E-Mail-Adresse eingetragen. Hier bekommst du mein kostenloses E-Book, absolut gratis alles. Ne? User trägt die E-Mail-Adresse ein und dann bekommt er den Link mit dem Download dazu. Und naja, das Endergebnis war dann, dass der User, ob er wollte oder nicht, einfach dann in einem Newsletter gelandet ist und dann weitere Werbe-E-Mails erhalten hat. Und genau das ist eben nach diesem Kopplungsverbot ab jetzt nicht mehr erlaubt. Näher beschrieben ist das Ganze im Absatz 7 Artikel 4, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, der DSGVO. Und die Sache mit den Freebies ist ein Beispiel, welches Internetmarketer betrifft, aber es gibt noch ganz andere Beispiele für Kopplungsverbote. Wenn ihr beispielsweise Konzertkarten kauft, also ihr geht auf eine Konzertveranstaltung, ne, und da habt ihr dann im Disclaimer mit drinnen, dass ihr euch durch den Kauf und durch das Hingehen auf die Veranstaltung bereit erklärt, dass Foto- und Filmaufnahmen von euch angefertigt werden. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, auch der fällt, zumindest nach der Meinung diverser Juristen, auch unter dieses Kopplungsverbot. Also das ist eben eine Koppelung, die so nicht mehr erlaubt ist in Zukunft. So, kommen wir nochmal zurück zu diesem Kopplungsverbot in Bezug auf Internetmarketing, in Bezug auf Freebies. Also das hat ja fast jeder von uns schon gemacht. Ich habe das vor sehr langer Zeit auch mal gemacht. Also man bietet ein PDF an oder irgendwas, ein E-Book, und der User gibt seine E-Mail-Adresse an und dann war er im Newsletter. Das, worum es in diesem Kopplungsverbot im Grunde genommen geht, ist nichts anderes als Transparenz. Ja? Transparenz gegenüber dem User. Und von daher sehe ich das einmal gar nicht mal so kritisch. Es ist natürlich klar, wenn das nicht mehr erlaubt ist, also wenn diese Freebies nicht mehr erlaubt sind, an einen Newsletter zu koppeln, wird das natürlich sich negativ auf die Conversion auswirken. Das ist mal überhaupt kein Thema. Aber wie könnt ihr das jetzt lösen? Wie könnt ihr dem User jetzt trotzdem eure Freebies zukommen lassen und ihn gleichzeitig in den Newsletter bringen? Das geht eben nur, wenn das Ganze voneinander entkoppelt ist. Das bedeutet, wenn ihr beispielsweise das Freebie, also das E-Book oder was auch immer, kostenlos zum Download anbietet auf eurer Webseite und darunter als Extrapunkt noch einmal den User in euren Newsletter einlädt. Ja? Und dieses Einladen in den Newsletter muss also dann so erfolgen, dass der User aktiv dem Bezug von E-Mails von euch, die auch eben Werbung enthalten können, und das muss übrigens auch ausgeschildert sein, zustimmen muss. Ja? Das heißt, er muss dann aktiv ein Häkchen setzen in einem Kästchen und da steht dann daneben, ja, ich bin einverstanden, dass ich zweimal pro Woche Werbung von Max Mustermann bekomme, und im Idealfall gibt es dann auch noch einen Link zur Datenschutzerklärung, die ja nach der DSGVO auch um einiges ausführlicher sein muss und neu definiert sein muss.
Und dann ist das Ganze ein rechtssicherer Rahmen. Aber so wie das eben früher gemacht wurde, dass man gesagt hat, hier, du kriegst das E-Book und ladst dir runter und anschließend bist du einfach im Newsletter drin, das ist so eben in Zukunft nicht mehr gesetzlich erlaubt. Ja, ich persönlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das eigentlich gar nicht so tragisch. Denn was wird passieren? Also es wird zum einen einmal passieren, dass man natürlich dadurch viel weniger Leute in den Newsletter reinkriegt, das ist einmal ganz klar. Ja. Aber ich glaube auch, dass sozusagen die Lead-Sales-Quote in Summe dann sich verbessern wird. Ihr bekommt zwar weniger Leute in den Newsletter, aber die das Ganze dann wirklich haben wollen, also die wirklich aktiv anklicken, ja, ich will den Newsletter von Max Mustermann haben und ich will zweimal die Woche Werbung bekommen, die werden dann auch eher zu Käufern. Und darum glaube ich, dass eben diese Lead-Sales-Quote sich stark verbessern wird. Von daher sehe ich das eigentlich gar nicht so tragisch und ich sage euch ganz ehrlich, ob mit oder ohne DSGVO, ich habe in der Vergangenheit öfters darüber nachgedacht, die Hürden für User generell höher zu legen, ja, um hier eben die Qualität zu stärken und nicht einfach immer nur User zu bekommen, die halt das Freebie haben wollen, ja, und dann melden sie sich sowieso schnell wieder ab vom Newsletter oder wollen nichts mehr davon wissen. Also das wird mit Sicherheit dazu beitragen, dass ihr qualitativ hochwertigere User in den Newsletter reinbekommt. Ja, wie gesagt, also das ist irgendwie so eines der Schreckgespenste der DSGVO, weil viele Online-Marketer sagen, boah, Kopplungsverbot, ein Drama. Ich persönlich sehe das jetzt nicht so tragisch. Ich sehe ganz andere Punkte viel tragischer in der DSGVO, die uns noch lange beschäftigen werden. Aber das Kopplungsverbot selbst sehe ich jetzt eigentlich nicht so als großes Problem. Wie seht ihr das? Also mich würde interessieren, wie ihr das so betrachtet, diese ganze Sache mit dem Kopplungsverbot. Schreibt mir eure Kommentare unten rein. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei einem neuen Video vom Wolf. Ich schicke euch schöne Grüße aus Köln. Ciao!